Der Markenname Raw ist ein Synonym für stabile, gravity-orientierte Mountainbikes aus Aluminium. Wir haben uns das Raw Chip mit 150 mm Federweg an der Gabel mal unter den Hintern geklemmt, um zu checken, ob das Bike nur über die Trails ballern kann oder ob es auch für lange Touren taugt. Während sich Mainstream-Marken wie Cube, Canyon oder Scott auf Carbon als Premium-Rahmenmaterial geeinigt haben, gibt es am Markt auch eine Handvoll Hersteller, die ganz bewusst auf Aluminiumrahmen selbst bei hochwertigsten Mountainbikes setzen. Und die Gründe dafür sind schnell erklärt. Gerade im Gravity-Einsatz steckt so ein Aluminiumrahmen einen Sturz oder einen Steinschlag besser weg als ein Carbonrahmen. Außerdem sind Carbonrahmen nach Ablauf ihrer Lebensdauer eigentlich Sondermüll. Für Aluminiumrahmen gibt es etablierte Recyclingprozesse. Und die Verarbeitung von Aluminiumrahmen ist in großen Werken deutlich effizienter als die Verarbeitung von Carbonrahmen. Firmen wie Nicolai oder Lightwell haben in der Vergangenheit sogar bewiesen, dass sich mit Aluminium auch exzellent super leichte Bikes bauen lassen. Beim Raw Chip liegt der Fokus ganz offensichtlich woanders. Denn ein Rahmengewicht von deutlich über 3 Kilo ohne Dämpfer hat mit Leichtbau wenig zu tun. Ruben Thorbecke, der Gründer von Raw Bikes, hat sich eher den Themen Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit verschrieben. Dass so ein Bike ein geschraubtes BSA-Tretlager hat, muss man nicht besonders betonen. Und auch die außen verlegten Züge gehören zum kleinen 1x1 von Ruben Thorbecke. So lassen sich nämlich die außen verlegten Bautenzüge für die Teleskopstütze oder die Schaltung oder die Bremsleitung für die Hinterradbremse in no time auswechseln. Das lässt Mechanikerherzen höher schlagen. Das wirkliche Alleinstellungsmerkmal kommt aber erst bei der Lagerung des Hinterbaus zum Vorschein. Die Hauptlager sind mit einem Durchmesser von 52 mm, nämlich größer als alle Hauptlager, die ich in meiner Karriere als Biketester je gesehen habe. Und auch die anderen Lager an Hinterbauwippe oder in den Kettenstreben sind üppiger dimensioniert als bei der Konkurrenz. Und damit wird auch klar, wo das üppige Rahmengewicht herkommt. Die großen Lager sorgen für eine leichtgängigere Hinterbaufunktion und eine längere Haltbarkeit der Lager. Beim genauen Blick auf den Hinterbau merkt man aber auch, dass die Jungs von Raw keine Schreibtischtäter sind, sondern selbst viel an ihren Bikes schrauben. Die Beilagscheiben zwischen Rahmen, Wippe und den Lagern sind nämlich mit einer Gummidichtung versehen. So wird das Wasser oder der Dreck aufgehalten, schon bevor er an die eigentliche Lagerdichtung gelangt. Außerdem sind die Beilagscheiben konvex geformt. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber jeder, der schon mal einen Hinterbau zerlegt hat, weiß, wie oft so Beilagscheiben aus dem Lagersitz rausfallen können, bevor man die Schraube eingesetzt hat. Mit den konvexen Beilagscheiben kann man die einzelnen Hinterbauteile ganz einfach zusammenführen, ohne dass die Beilagscheibe aus dem Lagersitz rausfällt. Wer schon immer vom individuellen Traumbike geträumt hat, aber keine so eine riesen Werkstatt wie hier im Hintergrund zu Hause hat und vielleicht auch gar nicht weiß, wie man so ein Bike zusammenbaut, der kann bei Bike Components zusammen mit einem Kundenberater sein individuelles Traumbike spezifizieren. Die Jungs und Mädels montieren das Bike dann in Aachen sogar fertig und schicken das tutti completi fertig für 150 bis 200 Euro Aufpreis zu euch nach Hause. Wen das interessiert, der kann den detaillierten Bericht, den wir euch in der Videobeschreibung unten verlinkt haben, checken. Zurück zum Bike. Um dem etwas schweren Rahmen gegenzuwirken, haben wir ultraleichte Laufräder von Beast Components spezifiziert. Die Firma sitzt nicht nur in Dresden, sondern fertigt ihre Carbonprodukte auch dort vor Ort. Und bei den Laufrädern claimen sie sogar, dass sie einen deutlich besseren Durchschlagschutz als alle anderen Felgen auf dem Markt haben. Wir haben enduro-taugliche Schlappen von Conti auf den Laufradsatz aufgezogen und inklusive Reifen, Kassette und Bremsscheiben bringt der Laufradsatz 4,5 Kilo auf die Waage. Zum Vergleich, das Canyon Lux Trail, das wir zuletzt hier auf dem Kanal getestet haben, ist ein ultrasportliches, auf Vortrieb getrimmtes Downcountry-Bike. Und dessen Laufradsatz wiegt mit einer Cross-Country-Bereifung genauso viel. Mit einem Komplettgewicht von 14,6 Kilo ohne Pedale ist unser Raw Chip in der 150 mm Klasse dennoch kein Leichtgewicht. Mit den leichten Laufrädern und den antriebsneutralen Hinterbau schlägt sich's auf Langtouren dennoch erstaunlich gut. Bergab bringt das Bike 0, nix aus der Ruhe. Da klappert nichts, da wackelt nichts und das Fahrwerk spricht super feinfühlig an. Und die Trickster auf Direttissima-Bremsen, die Bike Components für uns montiert hat, sind nicht nur ein Anker, sondern lassen sich auch besser dosieren als alle anderen Bremsen auf dem Markt. So muss sich High-End wirklich anfühlen. Obwohl die Geometrie einen newschooligen Ansatz hat, schlägt Raw hier nicht völlig über die Stränge. Werte wie der Lenkwinkel oder der Reach liegen im moderaten Bereich. Das Handling ist laufruhig, aber dennoch intuitiv. Für einen 150 mm 29er ist das Tretlager relativ tief. Es liegt 35 mm unter der Nabenachse und lässt einem so aufrecht hinter den Lenker stehen. Das sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Wenn man aber das volle Potenzial, das vor allem auch in der 36er Gabel an der Front steckt,
heben will, merkt man relativ schnell, dass im Hinterbau nur 135 mm zur Verfügung stehen. Kombiniert man den Gegendruck, den der Hinterbau in jeder Lebenslage zweifelsohne liefert, mit einem aktiven Fahrstil lässt sich das Bike herrlich verspielt über die Trails scheuchen. Einen ähnlichen Charakter kennen wir auch von dem Santa Cruz 5010, das wir auch schon auf unserem Kanal getestet haben. Nur dass das Raw Chip dabei etwas erwachsener im Handling bleibt. Das Raw Chip ist ein Aluminium-Mountainbike, das die Themen Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit mehr als die meisten anderen Bikes in den Fokus rückt. Das Gewicht fällt etwas hoch aus. Mit den leichten Beast-Laufrädern aus unserem Aufbau sind lange Touren dennoch möglich. Bergab macht das Bike richtig Spaß. Mit dem knapp bemessenen Federweg im Heck grenzt sich das Bike ganz klar von den reinrassigen Enduros wie dem Raw Madonna ab. Wer ein Bike sucht, um Wochenende für Wochenende die Speedtrap im Bikepark auszulösen, ist mit einem Enduro besser beraten. Wer aber einen verspielten Untersatz für lässige Runden über die Hometrails sucht, der wird mit dem Raw Chip glücklich. An unserem Testbike ist mit der Trickstaff Bremsanlage, den Beast Carbon Laufrädern und dem Factory Fahrwerk vom Fox wirklich nur absoluter Bikeporn verbaut. Der Aufbau kostet über 8.000 €. Aber der Bike Component Service ermöglicht auch deutlich günstigere Aufbauten für euch.